mal Platz hier. Hey! Das Kapitel fängt diesmal ein bisschen anders an. Ich habe beim Schneiden nämlich festgestellt, dass ich zwar ganz viel über meine Gefühlswelt erzähle, allerdings gar nicht, wo ich bin und was so passiert ist. Ich bin, nachdem ich durch den Jotunheim-Nationalpark durch bin, nämlich in den Rondane-Nationalpark rein, den ältesten Nationalpark Norwegens, habe da ein paar Tage verbracht, bin auf ein paar Berge, bin dann aber recht schnell wieder weiter. Und zwar habe ich mich dann nochmal mit meinen Eltern getroffen, die mich auf dem Rückweg nochmal besucht haben von ihrem Roadtrip. Hab da dann auch ganz zufällig Rüdiger wieder getroffen, bin mit dem ein paar Tage gelaufen, aber das erzähle ich da alles nicht, also man kriegt das nur so nebenbei mit, deswegen dachte ich, ich hole das hier jetzt ein bisschen nach. Genau, ansonsten erzähle ich in dem Video wahnsinnig viel über mich und was so in meinem Kopf vorgeht. Es ist mal ein bisschen was anderes, ich hoffe es ist nicht zu viel Gelaber, lasst mir gerne Feedback da, wie es euch gefällt, aber so hat man vielleicht einen kleinen Eindruck, wie es mir nach so vielen Tagen unterwegs geht. Genau, ansonsten viel Spaß beim Video. Easy, da oben entlang und da hoch. Das ist halt echt nicht so leicht und dann geht es hier irgendwie auf der anderen Seite hoch. Hei, hei, hei. Alter, dieser Ausblick. Ich schaue schon wieder aus wie Räuber Hotzenplotz. Wie immer. Schaut halt auch ziemlich cool aus, oder? Unten in der Herberge in der Broschüre stand, dass das der schwerste zu erreichende Berg in Rondane ist. Stimmt auf jeden Fall. Bisher der absolut schwierigste Berg, den ich in Norwegen gemacht habe. Aber halt auch der schönste. Keine Ahnung, wieso mir die Leute erzählt haben, dass Rondane langweilig wird. Ich meine, schaut euch das an. Auch hier drüben. Das ist halt nicht langweilig. Das ist halt schon fetzig eigentlich. Naja. Ich dachte, ich spreche mal wieder was auf. Ja, nachdem ich auf dem letzten Gipfel war, bin ich am nächsten Tag 60 Kilometer an einem Stück gelaufen, runter ins Tal. Hab da 2 Tage Pause gemacht. Bin jetzt auch schon wieder seit 2 Tagen, glaube ich, unterwegs und habe kein einziges Mal gefilmt. Ja, nicht weil es irgendwie nichts zu sehen gegeben hätte, sondern ich glaube in erster Linie, weil meine Motivation in letzter Zeit ein bisschen angeknackst ist. Versteht mich nicht falsch, ich meine, ihr seht die Landschaft. Es macht einen Haufen Spaß zu laufen.
wenn ich mal im Laufen bin, ist das gerade eher so diese allgemeine Situation. Ich bin jetzt schon seit ich glaube, knapp über 160 Tage unterwegs. Und ja, es ist manchmal nicht leicht, morgens wieder aufzustehen und wieder raus. Es sind jetzt so ein paar andere Faktoren, die damit dazu spielen. Ich hatte ein bisschen Probleme mit den Beinen, war ein bisschen krank, hatte so irgendwie Schnupfen und eine geschwollene Kehle. Ja, und nebenbei irgendwie mit Leuten Kontakt halten, eine Fernbeziehung am Laufen halten. Über ein Jahr, das ist alles nicht so easy. Deswegen hatte ich einfach keine Lust zu filmen. Was ein bisschen schade ist. Aber ja, ich probiere wieder ein bisschen mehr zu filmen und mehr zu zeigen. Ich meine, für euch macht es keinen Unterschied, ihr seht nur das, was ich am Ende zusammenschneide. Aber das ist nur so ein kleiner Einblick in meine Gefühlswelt. Was echt nicht leicht ist über so eine lange Zeit. Ich wechsle mal die Hand. Ja, über so eine lange Zeit konstant motiviert zu bleiben und ja, jeden Tag irgendwie sein Bestes zu geben. Naja, wie dem auch sei, ich laufe weiter. Der Gedanke irgendwie aufzuhören kam die letzten Tage manchmal in meinen Kopf. Das kann ich auch nicht verleugnen. Allerdings, ganz ehrlich, wenn ich zu Hause bin, gebe ich 5 Tage Ruhe und dann will ich wieder irgendwie unterwegs sein. Deswegen ist es relativ schnell vom Tisch. Das ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Sachen. So, hör niemals auf zu laufen, nur weil du einem Impuls nachgibst, weil du gerade zu Hause sein willst. Das ist es selten wert. Na, es geht jetzt Richtung Röros. In Röros stoße ich auf den E1, auf den langen Fernwanderweg, und dem werde ich dann im Prinzip vollkommen bis zum Nordkap folgen. Das ist jetzt auch langsam echt absehbar, es sind noch 2000 Kilometer. Das klingt nach ziemlich viel, aber andererseits in 70 Tagen kommen Dani und Corby vorbei und spätestens ab da ist das Ganze durch, glaube ich. Ihr seht, was ziemlich cool hier ist. Diese Flechten, die wachsen hier einfach überall. Ihr seht, alles um mich herum ist irgendwie gelb. Das ist ziemlich cool. Das sind wie so Schwämme. Gestern hat es geregnet und jetzt sind die noch so ein bisschen größer geworden. Das ist echt cool. Das ist langsam sehr, sehr viel und für den Kopf nicht immer leicht, gerade wenn man irgendwie alleine unterwegs ist und Sachen immer wieder durchdenken muss. Aber es macht doch sehr viel Spaß. Dementsprechend egalisiert sich das schon. Es ist so witzig, was die für Geräusche machen. Das ist schon cool hier. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, wirklich über eine längere Strecke überhaupt keine Wege. Ich schwitze wie noch was. Ich habe überhaupt keine Wege. Ich laufe einfach
der Nase nach. Ich habe 2 Punkte gesetzt und die mit einer Linie verbunden und der folge ich. Und ihr habt es gerade gesehen. Rentiere, ich weiß nicht, ob man sie mit dem Objektiv sieht. Stehen auf jeden Fall da hinten. Die kommen immer auf mich zu, schauen mich an. Wenn ich weitergehe, folgen sie mir so ein bisschen, aber halten immer einen gewissen Abstand. Also kommen nicht ganz nah ran. Ist ein bisschen schade, aber das ist halt schon ein cooles Gefühl. Einfach der Nase nachzulaufen. Überall Tiere und Natur. Ich habe eigentlich gedacht, es regnet und gewittert heute, laut Wettervorhersage. Aber ja, stattdessen sehe ich kaum Wolken. Rüdiger und Tobi laufen jetzt einen anderen Weg. Geil, da vorne sind schon wieder Rentiere. Das ist so cool. Die laufen einen anderen Weg, die laufen jetzt nach Schweden rüber auf dem südlichen Kungsleden. Aber die werde ich wahrscheinlich in 4-5 Tagen wieder treffen. Ups. Beziehungsweise nee, in 4-5 Tagen treffe ich meine Schwester. Und mit denen mache ich 2 Tage Pause mit meiner Schwester und ihrem Freund. Und danach kommen die anderen beiden wieder dazu. Ist auf jeden Fall verdammt schön hier. Und meine Motivation steigt gerade wieder ein bisschen. So was Schönes wie hier habe ich bisher echt selten gesehen. Schau euch das an. Das ist schön. So. Schauen, ob ich alles hab. Ich habe gestern Nacht in dieser wunderschönen Hütte gepennt. Und jetzt geht's nach Ferslia. Ihr seht hier das Schild. In Ferslia wartet meine Schwester auf mich. Also nicht nur meine Schwester, sondern auch ihr Freund. Und ich freue mich gerade riesig drauf. Ohne Scheiß. Es ist so schön zu sehen, wie viel Unterstützung mir meine Family zukommen lässt auf der Tour. Das freut mich so sehr. Und ja, die kommen vorbei mit dem VW-Bus. Wir verbringen ein paar schöne Tage zusammen. Dann geht es ja schon wieder weiter. Allerdings werden das 2 echt coole Tage. Ich habe jetzt noch 10 Kilometer. Dann treffe ich die. Ich halte euch auf dem Laufenden. Hier nochmal der Blick zurück. Das ist echt cool. Die Hütte ist halt so im Wald versteckt. Ich habe die erst im letzten Augenblick gesehen. Hier dann der See. Das ist schon echt schön hier.